Manchmal ist es an der Zeit, seinen Wohnort zu wechseln, egal wie lange du vielleicht schon dort lebst. Woran merkst du, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist? Welche Zeichen deuten darauf hin? Und wie kann dir die geistige Welt dabei Unterstützung geben? Wir alle finden uns an irgendeinem Ort wieder. Manch einer ist in einem Ort geboren, an dem seine Familie schon seit Jahrzehnten und vielleicht sogar seit Jahrhunderten zu Hause und verwurzelt ist. Und er beschließt für sich, an genau diesem Ort zu bleiben. Andere wiederum haben Beweggründe dafür, warum sie genau das nicht tun und es sie deswegen fortzieht hinaus in die Welt. Und sei es, um schlussendlich nach vielen Jahren der Wanderung wieder zurückzukehren an ihren Ursprungsort. Was steckt dahinter? Und wie merkst du, dass es für dich Zeit für einen Ortswechsel ist? Die klassischen Gründe für einen Ortswechsel sind Ausbildung und oder späterer Arbeitsplatz oder aber die Liebe kommt dazwischen. Und egal, ob sie zu ihm zieht oder er zu ihr oder ob beide sich auf einen gemeinsamen Ort verständigen, das ist ein ganz klassischer Wegzugsgrund. Ganz häufig passiert es jedoch auch, dass jemand der Umklammerung und sei es eine liebevolle Umarmung der Familie entrinnen will, um endlich auf eigenen Füßen unabhängig von seiner Herkunftsfamilie zu leben. Und dann zieht es ihn irgendwo hin, wo er neue Wurzeln schlägt. Was dabei meistens nicht beachtet bleibt, ist die Tatsache, dass wir all unsere Probleme und Herausforderungen, die wir am alten Ort hatten, auf diese Weise in den neuen Ort mitnehmen. Er drückt sich einfach nur anders aus und ist möglicherweise nicht mehr ganz so präsent. Und dann gibt es einen weiteren Grund. Und das nenne ich einfach Sehnsucht nach dem Seelenort. Der wichtigste Ort, an dem ich mich wohlfühle, ist wohl der, wenn ich in meiner Mitte bin. Dann ist es im Grunde völlig wurscht, wo ich lebe. Ich bin überall zu Hause. Dort, wo ich bin und in meiner Mitte bin, ist mein Zuhause. In die innere Mitte kommen wir ganz oft erst, wenn wir bereit dazu sind, wenn wir beginnen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, wenn wir uns fragen, wer wir in unserem tiefsten Inneren, in dem Herzen wirklich sind und gelangen dann dorthin. Jedoch gibt es Orte, die genau diese Suche, dieses sich finden wollen, unterstützen und andere Orte, die dem eher weniger dienen. Und das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern auch die Erfahrung ganz vieler Menschen, mit denen ich zu diesem Thema gesprochen habe. Lass uns jetzt über die Zeichen sprechen, an denen du merken kannst, dass du nicht mehr an für dich richtigen Ort lebst. Das ist zum einen ein Mangel an Freude, wenn du nach einem längeren Urlaub oder längerer Abwesenheit an diesen Ort zurückkehrst. Es ist zum anderen eine Art Langeweile, die dich beschleicht, wenn du Tag für Tag dein Leben lebst und wenn du ausschließen kannst, dass es an deinem Job, an deiner Beziehung oder an Sonstigem liegt. Und dann sind es Dinge, die einfach mit unserer Schwingungserhöhung zu tun haben. Nach meiner Empfindung und Erfahrung haben auch Orte Schwingungen.
Und je höher schwingend wir als Menschen sind, desto stärker merken wir auch die Schwingung, die ein Ort hat. Du kennst es vielleicht, wenn du mal auf Wohnungssuche warst. Du machst ein paar Schritte hinein in eine potenziell für dich interessante Wohnung. Du riechst sie, du spürst sie, du hörst die Geräusche ringsherum und denkst sofort, ne, nicht meine Wohnung. Und eine andere Wohnung, du trittst hinein und du nimmst sie wahr in ihrer Gänze und hast sofort das Gefühl, wow, hier ist es gut. Oder wenn du in eine Gaststätte gehst, um dort einfach mal dein sonntägliches Mittagsmahl einzunehmen. Es kann sich stimmig und gut anfühlen oder eben auch nicht. Du spürst einfach, wenn ich hier mich hersetze und esse, dann wird mir das Essen nicht munden. Das sind nur einige aus der großen Palette der möglichen Zeichen, die dir gegeben werden. Wenn du die hartnäckig ignorierst, wird sich das irgendwann körperlich auswirken. Kleine Zipperlein, schlechtes Immunsystem, Schmerzen, gesundheitliche Probleme, die sich körperlich, wenn du zum Arzt gehst, im Grunde nicht so ohne weiteres verifizieren lassen. Höre auf diese Signale und geh in dich. Frage dich, was ist hier zu tun? Nach meiner Erfahrung ist es mit dem Ort zum Leben so ähnlich wie mit einer Beziehung, wie mit Freundschaften. Sie können sich überleben. Und dann merkst du, dass es time to go ist, dass es Zeit ist, hier einen Break zu machen. Und die dringende Botschaft ist, do it, damit du weiterhin glücklich sein kannst und auf deinem Seelenweg. Es kann sein, dass du auch für diesen Ort genug getan hast durch dein Sein. Du hast Auswirkungen gehabt auf deine Nachbarschaft und deine Nachbarn auf dich. Frage dich, ist dieser Ort mir noch dienlich, weiterhin auf meinem Seelenweg? Bin ich diesem Ort noch weiter dienlich, indem ich hier bleibe? Und dazu findest du Hilfe und Unterstützung in der geistigen Welt. Verbinde dich mit deiner Herzenergie. Die wiederum ist gekoppelt an das universelle große Ganze, ans Universum. Manche sagen Gott, manche sagen Seelenbegleitung, wie auch immer du es nennen magst. Stelle die Frage, was ist jetzt ein guter Ort für mich, um mir und dem großen Ganzen gut dienen zu können? Und du wirst Antworten erhalten. Antworten in Form von inneren Bildern. Antworten vielleicht von Bildern, die du mitgenommen hast aus Urlaubsregionen, in denen du warst. Antworten in Form von Düften, Gerüchen, Geräuschen, auf welche Weise du auch immer am besten wahrnehmen kannst. Und dann mach dich auf den Weg, suche Orte auf, finde für dich heraus, was ein guter Ort für dich sein kann, um glücklich zu sein, um in deine Mitte besser kommen zu können. Und sei mutig. Das, was dir bestimmt ist, was deiner Seele bestimmt ist, das wird vom großen Ganzen, vom Universum auch unterstützt auf Weisen, die dir jetzt noch unvorstellbar erscheinen mögen. Triff für dich eine Entscheidung und sei die Entscheidung erstmal bei dir zu Hause auszumisten und dich vom Ballast der mitunter vielen Jahre, der sich angesammelt hat, zu befreien. Ich hoffe, dieses Video inspiriert dich, in dich zu gehen, deinen Seelenort für dich zu finden, der dich
unterstützt und der damit auch andere unterstützt und dann mutig deinen Weg zu gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.